So, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur nächsten Inside Wunderlich-Folge. Und die wird diesmal ein bisschen anders sein. Und zwar werden wir nach Spanien fahren. Aber nicht wie jeder normale Mensch, sondern ein bisschen extremer. Und dazu rufen wir jetzt mal meinen geschätzten Kollegen Stefan Nebel an. Und mal gucken, was er von der ganzen Story hält. Also bis gleich. So Leute, wie versprochen, wir rufen jetzt den Stefan Nebel an und dann erklären wir ihm mal, was wir vorhaben. Bleibt doch einfach mal dran. Nebel. Tag Herr Nebel, Sven Krämer mein Name. Hallöchen Sven. Wie geht's dir? Soweit so gut. Das freut, eigentlich passt soweit alles. Ich bin mal gespannt, was du dieses Mal wieder das freut mich. Womit du mich schocken kannst. Du hast ja immer gute Ideen. Wie gut bist du im Touring fahren? Ich würde mal behaupten, wahrscheinlich ausbaufähig, weil ich habe es noch nie gemacht, aber ich würde es gerne mal tun. Ja, dann hauen wir doch jetzt direkt mal richtig rein. Wir fahren da mal 1600 Kilometer in 24 Stunden. Auf einer Rennstrecke oder auf einer Straße? Nee, ist mal was Neues für dich auf einer normalen Straße. Oh wow. Hast du Bock? Ja, rein rechnerisch möglich, aber eine Aufgabe, würde ich mal behaupten. Ja, wird eine wilde Nummer. Natürlich, und jetzt kommt noch der Hammer. Wir starten morgens zwischen 3 und 4. Oh, das ist genau meine Zeit. Dachte ich mir. So, als Rennfahrer bist du dran gewöhnt, früh aufzustehen, ne? Ich bin dabei. Ja, perfekt, Stefan. Freut uns zu hören. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in ein paar Tagen, mitten in der Nacht wahrscheinlich hier bei unserem Firmengelände. Ja. Und wir freuen uns. Ich habe auch gerade ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich weiß allerdings noch nicht, wie es nach 1600 Kilometer sein wird. Ja. Aber es wird eine Erfahrung. Wenn wir es hinkriegen, kannst du dich dann nach Iron Butt nennen. Es ist eine Challenge. Es ist eine Challenge. So, der erste Kollege für die Reise ist da. Luis Morales. Hello. Er ist jetzt aus Spanien extra angereist, wird mit uns wieder nach Spanien fahren. So, you travel to Germany and Yes. you ride with us to Spain again. Okay. So, Yeah. it's We're going to be coming to good. my home. Okay, yeah. Costa Brava. Und jetzt gehen wir mal den Herrn Nebel wecken. Ich probiere einfach mal. Ich hör was. Und damit einen wunderschönen guten Montagmorgen, der 8. November, 2:42 Uhr. Ich bin gestern Abend angekommen, habe mich schlafen gelegt, für eine Reise ausgeruht und die Aufregung steigt bereits jetzt am frühen Morgen. Warum? Wieso? Weshalb? Zeige ich euch jetzt. Good morning, soldiers. Guten Morgen, Sven. Good morning. Nice to meet you. Alles Hi. gut? Alles gut. Schön geschlafen? Wunderbar geschlafen. Wir Perfekt. sind sozusagen wach für die Zukunft. So geil. For Offroad, for the GS. Diese Zeit ist schwarze Gold. Ist das für die Kontrolle an der Autobahn, dann wenn ich zu schnell war, oder wie? Und Stefan, ja, kannst du deinen Fahreranzug mal anprobieren? Weil der ist jetzt 48 und ist zu groß, oder? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, aber Das meistens M- ist mir alles zu das- groß. das- Ich habe all das gepackt und ihr seid so gut vorbereitet. Es Ja. ist unfassbar. Ich hätte auch nackt hier hinkommen können eigentlich. Hätte dann zum Rotlicht in deinem Buschen gepasst. Irgendwie, ich weiß nicht, warum du so frech bist, aber ich freue mich schon auf das erste Mal, wenn du durchhängst. Und
3 Uhr montags morgens und dir stehen die Haare zu Berge. Ja, aber passt nicht. Perfekt. Sau gut. Das ist schön. Einwandfrei. Gut, dann wird die Hose hoffentlich auch passen. Einwandfrei. Ich frage jetzt mal als sehr ausgebildeter Tourenfahrer, wie viele Klamotten soll man denn darunter anziehen? So viel, wie du dich wohlfühlst. Okay, das ist eine gute Ansage. Nein, Hast du den XXXXL? Glaub mir, ich hab hier das Zeug drunter, weil ich die hier hingelegt habe. Ja. Die Funktionsunterwäsche, die ist sowas von warm. Die ist richtig warm. Okay, also auf Deutsch gesagt, ein Schlüpper, die Funktionsunterwäsche und die Klamotte. Ich habe jetzt quasi hier das T-Shirt an, ziehe darüber nachher noch hier diese Jacke, die Fließjacke, genau. Und dann ganz normal alles Kombi to Way. Was ich empfehlen würde, mach das Regenzeug raus und zieh's oben drüber, weil du kannst das Ding über dem Anzug tragen. Getrennt. Genau. Ah, okay. Und meine Idee ist nämlich nachher, wenn wir irgendwie in die Sonne kommen, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen warm. Dann zieh ich das Regending einfach aus. Du hast gerade Sonne gesagt und warm. Dann wird es angenehmer. Ja, du musst die Jacke dafür ausziehen. Ja, ist mir schon klar. Okay. Aber ich freue mich so. Naja, ich bin ja so verrückt, was die Ernährung angeht. Ihr fragt euch bestimmt jetzt nach Kontext, ne, warum er verrückt ist, was die Ernährung angeht. Stefan, für wie viele Tage hast du Essen jetzt dabei? 5. Ich habe für 5 Tage, ich brauche meine Haferflocken und ich brauche meinen Agavendicksaft und meinen speziellen Tee und meinen eigenen Kaffee und es tut mir leid, aber ich habe ja genug Platz. Now you break together. Ist das nice? Warum noch Autos fahren, wenn man solche Motorräder haben kann? Ey, das ist ja krass. Das ist ja mega. Louis, you enjoying it? Yeah. First of all, I apologize not to be speaking German, so It's no problem at all. I'll try to do my best for next time. Louis, Yeah. the follower are international. Everything is good. So we also doing it in 5 languages Of with course, subtitles. like Everything is United good. Nations. Sorry? Like United Nations. Yeah, exactly. So, So I'm this- excited. I'm preparing everything. Yeah, and this is your bike. What bike is it? It's a GS, a big one, a Boxer GS from the last generation. So a triple black. 1250, huh? Yeah. Triple And black. with a lot of Wunderlich gadgets like dry bags that amazing. You will That's like it. amazing. Yeah, for sure. We really love with that bags during the end of the day. For 100%. No. Und hier ist ein Stefan sein Toy für die nächsten Tage. Also nicht Toy, sondern Toy wie Spielzeug. Eine schöne R1250 RT. Er rastet gerade schon ein wenig aus wegen dem Topcase. Ist er Wirklich? so nicht gewöhnt? Nein, ich stelle einfach gerade fest, wie cool das Reisen mit einem Motorrad sein kann, weil ich muss ja ehrlich zugeben, so oft habe ich das auch noch nicht gemacht und noch nie in so einem Setup. Deswegen, ich bin echt begeistert und angetan von den ganzen Bauteilen, die es halt dafür gibt, auch so, wenn man Sozius dabei hätte und so mit den Armlehnen und so. Ich finde das sensationell. Das ist, wie gesagt, so ein Universal. Da kannst du auch für das Auto theoretisch nutzen. Den kannst du, das ist alles täuscht. Ja. Okay, wir müssen Das ist der gucken. Vorführeffekt Ja, morgens genau. um 3. Das mal machen. Normalerweise kannst du das dann auseinanderziehen und, Na, guck mal hier, ja, guck. ich bin noch nicht stark genug. Irgendwie funktioniert es. Bist du zu stark? Ah! Okay. So, man hat sich was dabei gedacht. Man muss erstmal dieses Arretierungsrädchen, damit sich das nicht verstellt, ziehen. Und dann ist in einer Vorrichtung ein kleines Gewinde, womit man praktisch das auseinander bzw. auch wieder schließen kann, das ganze System, bevor man es dann wieder sichert. Professor Nebel. Wir haben es begriffen. Und das morgens um 3:14 Uhr. Weil wir davon gesprochen haben.
gerade fühle, habe ich mich lange nicht gefühlt. Ich glaube, ich bin bereit für einen Ritt. Kann mich mal irgendeiner anziehen? Ich bin schon 24 Stunden im Kreis gefahren, ja. Aber das leider immer so schnell wie es ging. Hat auch Spaß gemacht, war aber hart. Ich könnte mir vorstellen, dass heute ähnlich abläuft. Aber muss man danach die Schuhe anziehen? Nee, da kannst du komplett aufziehen, dann geht noch weiter. Alter. Ey, dieses Zeug ist ja durchdacht, das ist ja der Wahnsinn. Hat das Ding Tempomat? Ja, klar. Sehr gut, der geht auf 200 und dann wird ein Nickerchen Die gemacht. hat auch Sitzheizung. Ja. Echt? Ja, Mann, die hat Sitzheizung. Ich hab Sitzheizung. Jetzt würde mal besser, ich weiß gar nicht, warum ich mir überhaupt was anziehe. Die Jacke, die ziehe ich jetzt noch drüber, die Schuhe tue ich in mein Ding. Oh. Vielleicht nicht so unwichtig. Recording. Es ist an, es ist connected. Wir sind sozusagen jetzt auf mehreren Objektiven gleichzeitig zu sehen. Ach geil, Leute. Es geht los. So, Leute. Jetzt geht das hier los. Wir haben jetzt getankt, haben unsere Quittung fotografiert und jetzt fahren wir in Richtung Lugano, weil es geht in Richtung Süden und Lugano ist ein kurzer Zwischenstopp für uns. Ich habe gerade noch mal einen Schluck aus der Flasche genommen, Sehr gut. damit ich genau nämlich jetzt bis Lugano, du hattest gesagt 2 Stunden oder sowas, Genau. nichts mehr trinken muss. Guter Plan. Du hattest doch irgendwie so gesagt 2 Stunden. Ja, ja. Also gelockt hast du mich mit dem Thema, ey Stefan, wir sind ja nur kurz unterwegs, vertrau mir. Genau. Ach genau, in dem Moment, wo du das gesagt hast, Ey, da hätte ich es wissen müssen. genau. Kennst du, mit Speck fängt man Mäusen. Kennst du, ne? So, sehr gut. Ich mag dich immer mehr, Sven. Ich dich auch, Stefan. So eine Motorradtour verbindet, hat man gesagt. So ist es. Ja, dann mal los. Alles klar. Yo, Leute, es wird hell. Und es wird wärmer. Und ich muss wirklich sagen, dieses Motorrad hier mit all seinen Vorzügen, Blippern, Schaltautomat, Handgriffheizung, das ist Kann was, gell? angenehm, ich kann es nicht anders sagen. Ja. Und vor allen Dingen hat man noch Leistung für ein Motorrad. Ich weiß nicht, ob man mein Handy hier gut erkennen kann, aber Lugano sind noch 522 Kilometer. Wie viele Kilometer haben wir jetzt? 350? 400 fast. 400. Alles zwischen 5, 3 und 7 Grad hatten wir. Jetzt aktuell haben wir 6. Louis, you like it, right? Yeah, I love the ride. Even for me, it's nice to find a bit cold weather because it's different from the what Yeah, you in Spain expect it's too to ride. warm. Yeah, I live in yeah. the south, in the shore, in the Mediterranean area, so it's. Maybe we can change. Yeah, but only for a couple of days. No, I love this kind of challenge. Even I'm expecting for a bit of snow in Switzerland. We Perhaps. will see. Perhaps, exactly. I never ridden a motorbike in snow, No? especially not if it's a weight of 300 kilograms. I didn't want to slide around with that kind of But bike. it's fun, I think. Yeah, it will be fun. Yeah. Yeah. Auf Deutsch sagt man ja so schön, mit voller Hose ist gut stinken. Du hast ja die Füße schnell unten. No? Das stimmt. Schaut mal, was wir gerade geordert haben. Das bedeutet kurz vor Schweiz. So, der erste Step ist getan und es ist vor allen Dingen auch schon hell. Ist mega angenehm.
Leute, guckt euch das hier an. Wir fahren gerade durch den Schwald. Ich weiß nicht, welcher See es ist, aber traumhaft schön. Ich stehe jetzt extra mal auf für euch. So, moin moin. Wir sind jetzt kurz vorm Gotthard. Hier der Herr Nebel. Einen wunderschönen guten Tag. Stärkungszeit. Wie ihr seht, richtig gutes Wetter. Macht richtig Spaß. Da ist Luis. Und jetzt guckt euch das hier mal an. Ist das geil? Mega Panorama hier. Und ja, wir kommen zwar noch nicht ganz so gut voran wie geplant, aber ich glaube, es wird jetzt noch gut, ne? Ja, wir sind, sagen wir mal so, realistisch unterwegs. Wir haben uns ja Großes vorgenommen und wir sind realistisch unterwegs, deswegen genießen wir es einfach so weiter. Ich kann nur empfehlen, ich bin ja auch nicht so ein Tourenfahrer gewesen, ich werde aber, glaube ich, einer. Gewesen, ja. Top! So, wie jetzt Sven so schön gerade gesagt, wir machen mal ein kurzes Video mit der GoPro. Ich habe einfach schon mal angefangen, ich habe ja auch eine. Und wenn ich mich jetzt eindrehe, müsst ihr schnell erraten, wo wir sind. Richtig. Ihr habt es hoffentlich erraten. Ihr könnt es auch gerne runter in die Kommentare schreiben oder wir blenden es ein. Aber es ist ein wunderschöner Platz für einen kurzen Zwischenstopp mit absolutem Genuss. So, und damit sage ich mal wieder Hallo in der Nacht. Es ist 20:18 Uhr. Wir sind bei 2250 Kilometer losgefahren. Jeder kann selber rechnen. Kleiner Scherz, wir können es nicht mehr. Und haben noch ein paar Meter vor uns, sind allerdings gerade, und ich glaube, man kann es leider mit dieser Kamera nicht einfangen, an einem wunderschönen Ort. Alle sind happy. Sven kommt jetzt auch noch. Und Luis ist, glaube ich, gut drauf, oder? Vollgas! Ja, du mach mal ganz in Ruhe. Das Ganze in Ruhe war übrigens gerade für den Sven. Denn den habe ich hier durch das Sena-System die ganze Zeit mit auf dem Ohr. Beziehungsweise können wir uns unterhalten. Und das ist hervorragend. Das macht die Sache deutlich einfacher, auch was Wege angeht, beziehungsweise Absprachen untereinander, muss man nicht permanent stehen bleiben, etc. Wirklich bis jetzt eine interessante Fahrt, nennen wir es mal so. Wir waren gerade alle mal ein wenig am Limit, insbesondere meine Wenigkeit, weil das Motorrad nicht mehr mit 66 Kilo Persönchen dahin fuhr, wo es hin sollte, bei ungefähr Windstärke, keine Ahnung. Achso, und ja, dann geht es auch schon weiter. Also, Vollgas! So, und das ist genau die Einleitung mit den wichtigen Zahlen, die ihr braucht, um zu verstehen, warum wir alle so aussehen. We are tired, but we are happy. We are tired, but we are happy. Genau so sieht es aus. Sven hat auch ordentlich gelitten, Luis hat auch ordentlich gelitten, aber wir haben sauber durchgezogen. Ihr habt die Zahlen gerade selber gesehen. 1643,9 Kilometern. Nonstop. Und am Ende noch fast in die Tonne gehauen. Ja, nicht von den zwei hier. Er hat groß gekämpft. Aber ich glaube, Sven hat heute sowieso den Ehrenpokal. Der Wildsau geht schlechter als mir jetzt, glaube ich. Vielleicht.
Es tut mir extrem leid. Ja. Ich kam leider nicht mehr vorbei. Aber But I have to say that these pair of German guys are very tough. for him, also für ihn war es eine normale Tour, Spaßveranstaltung. Spaßveranstaltung. Für uns war es ernst. Ja. Aber wir sind sehr stolz, dass wir es geschafft haben. No, I'm just joking. I said for you it was just fun. So, Dankeschön. Wir sind jetzt wirklich durch. Es ist 4 Uhr morgens. Wir brauchen jetzt mal so langsam Bett, machen noch das ein oder andere schicke Foto, was wir dann natürlich auch teilen werden. Und ganz, ganz viele Likes solltet ihr da verschenken. Zumindest, wenn ihr uns den Respekt zollen wollt. Also in diesem Sinne, Macht's gut. bis später und danke für die Aufmerksamkeit. Wunderlich. Complete your BMW.